Ja, 19, oder besser gesagt, es ist, wie ihr seht, draußen ja schon Nacht. Ich begrüße euch zu einer Nachtfahrt. Im Moment sind wir gerade bei Zwickau vorbeigefahren und wir waren in Erfurt. Und jetzt fahren wir hier zurück Richtung Skorzelec. Ich habe ja heute eine gute Tour gehabt. Bin noch nicht im Stau gestanden, obwohl hier mehrere Baustellen sind. Na, weder beim Herfahren noch bis jetzt auf dem Rückweg, da die andere lange Baustelle da, das geht so wie jetzt, das geht durch. Ja, man darf jetzt hier, ja, hier dürfte man sogar 100 fahren. Gut, der Lastwagen, der darf ja auch nur 80 fahren, aber der fährt hier wieder punktgenau 80. Also wäre der jetzt nicht vor mir, würde ich 90 fahren, aber okay. Aber ansonsten gab es schon nichts Verkehrsmäßiges, irgendwie ein Problem oder was, kein Stau, kein nix. Bei Dresden heute früh war es auch gut. Und bis ich jetzt nach Dresden zurückkomme, ist ja auch schon wieder der Verkehr vorbei. Ich habe eine gute Zeit erwischt, so zwischendrin, zwischen dem Berufsverkehr, wo alles verstopft ist. Ne? Ja, und was haben wir noch gesehen alles heute? Ich habe natürlich jetzt auf dem Rückweg, wo ich war, da habe ich mal kurz angehalten, da war neben der Autobahn war eine Burg. Wie nannte sich das dort, die drei Gleichen? Und ich war auf der Mühlenburg oben, da habe ich ein Video gemacht, ich weiß jetzt nicht, wann ich Zeit habe, den mal online zu stellen, aber ich den zuerst stelle und dann, oder diesen hier zuerst. Und live habe ich heute auch schon gemacht, deshalb mache ich jetzt keinen Live mehr, weil mit dem Telefon sieht man auch nicht allzu viel draußen. Ich meine, jetzt mit meiner Kamera wird man wahrscheinlich auch nicht viel sehen. Weil ich sitze mir ja hier im Dunkeln, ne? Und nach draußen kann man auch nicht viel erkennen, aber Nachtfahrten hat man halt auch immer wieder mal. Ne? Und meine anderen Videos, das waren ja jetzt alle welche, wo ich am Tag fahre. Und die meisten Livestreams mache ich auch immer auf dem Tag. Jetzt habe ich mir gedacht, tue ich mal ein Video machen, wie wir nachts hier fahren. Weil ich finde es immer schön, wenn man hier so fährt und man sieht die ganzen Lichter überall. Jetzt wäre es natürlich noch perfekter, wenn wir gerade an der Stadt vorbeifahren würden. Und dann wird man noch neben der Autobahn die Lichter von der Stadt sehen. Das hat mir schon als Kind immer gut gefallen, wenn wir mal in Urlaub gefahren sind, ne, mit dem Vater und mit dem Auto und man war auf einer Strecke unterwegs, wo man noch nie war, wo man nicht gewusst hat, was wo ist, ne, wo man also fremd sich gefühlt hat, ne, und was Neues entdecken konnte, wenn man aus dem Fenster geschaut hat. Ne, und dann überall die Lichter funkeln und so weiter. Ne, und die Autos sind unterwegs und man fragt sich, wo sind die jetzt alle hin unterwegs, wo fahren die alle hin oder wo kommen sie her, ne? Was machen die jetzt so. Ne? Ich war da immer ganz fasziniert davon, ne? Weil wir konnten uns damals ja auch nicht so viel Fahrten leisten. Ne? Das war einmal im Jahr, wo man im Urlaub war, wo man dann verreist ist. Ne? Und das war halt früher so. Ne? Ich weiß, heutzutage macht man es anders. Bei mir ist es ja eh anders. Ich fahre die ganze Zeit irgendwo draußen rum. Ne? Und Flugreisen und so, das kann ich mir an meiner Kindheit gar nicht erinnern, dass wir irgendwo hingeflogen werden oder so. Allenfalls mal mit dem Zug irgendwo hingefahren. Das gab es auch mal. Da kann ich mich erinnern, ich war mal mit der Mutter und mit der Oma unterwegs mit dem Zug.
Und da war eine Gleisänderung und die haben es nicht so richtig mitbekommen, wo der neue, ja, und wir waren auf dem Gleis, wo eigentlich der Zug für uns kommen sollte, ne? Und der Zug, mit dem wir mitfahren wollten, wo wir die Fahrkarten davon hatten, der kam auf einem anderen Gleis, und auf dem Gleis, wo wir waren, da war irgendein Schnellzug, der da gehalten hat, und da sind wir dann eingestiegen, wenn ich war damals Kind, ne? Wenn die Mutter sagt, wir fahren jetzt mit dem Zug, ne? Und dann fahren wir halt mit dem Zug. Ne? Da habe ich mir nichts dabei gedacht. Ne? Und haben erst da so, sitzt in dem Abteil, fährst. Und dann kam unsere Station, wo wir eigentlich raus wollten, und der Zug ist einfach weitergefahren, ohne anzuhalten. Und da haben wir dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Wie gesagt, es war dann ein Schnellzug, der hat also die ganzen kleinen Stationen damals übersprungen, ne? Weil früher vor 30 Jahren, da gab es ja noch mehr Stationen, so wie heute, ne? Die ganzen Bahnhöfe, die zu Party-Locations umgebaut wurden oder zu, was weiß ich, Einkaufsbahnhöfen und so weiter. Das waren alles früher richtige Bahnhöfe, wo man tatsächlich Fahrkarten kaufen konnte und mit dem Zug einsteigen konnte. Ne? Und ja, und unsere kleine Station, wo wir eben raus wollten, da hat der Schnellzug nicht gehalten, der ist durchgebrettert. Ne? Und dann kam natürlich auch der Schaffner, ja, und da gab es ein Problem, weil wir hatten zwar Fahrkarten, aber erstens mal nicht für den Zug und zweitens mal ja nur bis zu dem Punkt, und da ist der Zug aber nicht stehen geblieben, wir sind ja weitergefahren. Ne? Und für dorthin hat man keine Fahrkarten, und da musste dann die Mutter musste dann der Strafbezahler, ne? Und natürlich die Fahrkarten nachlösen, und dann mussten wir dort aussteigen an der Station, und dann mussten wir von dort wieder einen anderen Zug nehmen und wieder zurückfahren, da mussten wir dann noch einmal Fahrkarten kaufen. Ne? Und also für mich als Kind war das natürlich faszinierend, da mit dem Zug hin und her zu fahren, ne? Spazieren zu fahren, mit dem Schnellzug und dann wieder zurück und so, das war schon interessant. Ne? Aber die Erwachsenen, die haben das gar nicht so gesehen, die waren da nicht so begeistert davon. Ne? Und der Vater erst recht nicht, als er das dann erfahren hat, was man der Strafbezahler hat, ne? Und so weiter. Ne? Der war da auch nicht begeistert davon. Aber für mich als kleiner Bub war es ein Spaß, ne? Mit dem Zug rumzufahren. Weil allzu oft sind wir da nicht Zug gefahren, ne? Das war halt mal, da musste man irgendwo hin, ich kann mich gar nicht erinnern, was da genau war. Ich kann mich an diese Zugfahrt nur noch deshalb erinnern, weil wir eben da in der falschen Zug eingestiegen sind. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, das war noch so, damals, das waren noch Züge, da musste man noch richtig hochklettern. Na, und da waren die Bahnsteige, das war nicht so wie heute, dass der Bahnsteig so hoch ist wie der Waggon und dann gehst du bloß rein, sondern da war halt der Bahnsteig ebenerdig, und dann musstest du da die Treppe hoch. Ne? Und für die Oma war das ein Problem, da hoch zu klettern, und für mich als kleiner Stöpper war es auch nicht so einfach. Ne? Aber mich hat die Mutter hochgehoben, aber die Oma, die hatte halt da Schwierigkeiten da beim Ein- und Aussteigen da im Zug. Ne? Aber das war halt früher so. Ne? Da waren die Züge halt nicht anders, und da konnte man auch noch dieses Klack, 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 konnte man immer mitzählen, ne? wenn der Zug gefahren ist. Das hat man ja heute auch nicht mehr. Ne? Und das war schon interessant. Ne? Ja, und der Schaffner, der war natürlich uniformiert. Ne? Da habe ich natürlich als Kind ein bisschen Schiss davor gehabt. Ne? Und da kam der dann, und da musste man noch Strafe bezahlen. Da hat der mit uns geschimpft, ne? Warum wir da in den falschen Zug einsteigen. Ne? Und da hat die Mutter noch gesagt, ja, wenn der Zug auf dem falschen Gleis kommt, ne? Auf dem Gleis, wo wir eingestiegen sind, da käme ja normalerweise unser Zug. Ne? Und da haben die noch diskutiert. Ne? Und das war mir als Kind total unangenehm, dass die da habe ich irgendwie Angst gehabt vor dem Schaffner. Ne? Und da hat der noch Straf bezahlt, Straf abgenommen.
Und dann sind wir ausgestiegen und wieder zurück und da haben wir dann genau geguckt, ob es da wirklich der richtige Zug war. Ne? Und da musste man natürlich beim Umsteigen noch fast 2 Stunden warten, weil wir waren ja da völlig in einem anderen Plan drin dann. Ne? Und der nächste Zug, der wieder zurückfuhr in unsere Richtung, der kam eben erst 2 Stunden später. Ne? Und damals hatten die Bahnhöfe ja noch alle so ein Restaurant da mit dabei. Ne? Zumindest die größeren, da wo der Schnellzug da anhielt, das war ja ein größerer Bahnhof. Und da sind wir da in dem Café drin geguckt. Na, das war natürlich auch teuer. Auf dem Bahnhof hat es immer irgendwie mehr gekostet als wie normal. Ich weiß nicht, was das war. Jedenfalls hat die Mutter hat halt dann geschimpft, weil es teuer war. Ne? Wie viel es gekostet hat, keine Ahnung. Aber ich weiß nur, dass die Mutter damals geschimpft hat, weil es teuer war. Ja, und für mich als Kind war es ein Spaß und ich erinnere mich immer wieder mal an diese Situation, wenn es ums Zugfahren geht. Oh ja, stellt heute halt nicht so an, jetzt fahr halt rein da vorne. Was ist das so schwer dran jetzt? Heider, nein. Ja, ansonsten haben wir hier jetzt nicht viel Verkehr. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir, glaube ich, schon in Leipzig. Ja, da vorne lese ich Leipzig, Hof. Bis zu mir an der Standort sind es jetzt noch so, was sind es jetzt, so 170 Kilometer oder so. Oder 180, keine Ahnung. Und ja, spritmäßig ist noch genug drin. Da bis Eisenach und zurück mit einer Tankfüllung ist kein Problem. Vor allem auf Fernstrecke, wenn man immer gleichmäßig dahin rollen kann auf der Autobahn, dann braucht man ja wenig Sprit. Ne? Das ist ja nur immer der Überlandverkehr, wenn man an jeder Ampel anhalten muss und so weiter und so fort. Und hier geht es nach Zwickau. In Zwickau, da gibt es doch dieses Trabantmuseum. Nee, eigentlich ist es, wie heißt es wirklich? August-Horch-Museum. Ne? Da war halt die Fabrik, wo früher die Trabants gebaut wurden. Da war ich auch schon. Da habe ich ein Video gemacht. Den findet ihr in der Playlist Sightseeing. August-Horch-Museum, wenn euch das interessieren sollte. Ne? Und in Eisenach, da gibt es auch ein Museum, so ein Automuseum. Dort waren die Wartburg gebaut. Ne? Und davor, bevor es waren mal BMW wurden gebaut, ursprünglich war es ein BMW und nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann Westdeutschland und Ostdeutschland geteilt wurden, da wurde die Fabrik dann in EMW, in Eisenacher Motorenwerke, umbenannt. Die hatten dann auf ihrem Symbol, genau wie das BMW, nur dass die statt dem Blau, Weiß, Rot-Weiß hatten, na, und es stand dann nicht BMW drauf, sondern EMW. Und jetzt muss ich mal hier auf die rechte Spur rüber. Und das Interessante, ich war in dem Museum auch schon, da habe ich einen Wartburg gesehen von 1899. Da war ich überrascht, dass es damals schon Wartburg-Autos, also Autos mit dem Namen Wartburg gab. Ich habe immer gedacht, die wären erst zu DDR-Zeiten umbenannt worden in Wartburg. Ne? Und davon war ich überrascht, dass es da ein Wartburg damals schon gab. Ne? Und da habe ich auch die ganz alte BMWs gesehen. Von, was war das, 1933, glaube ich. Und da hatten die noch einen ganz normalen, stinknormalen Kühlergrill, so wie die Autos damals halt hatten. Ohne diesen Nierengrill, ne, den gab es dann erst
weiß nicht, 34 oder 35, jeweils das 35er Modell, hatte dann schon diesen Nierengrill. Ne? Also irgendwo zwischen 34 und 35 kam dann das auf, dieser Wechsel. Ne? Und da habe ich es das erste Mal in dem Museum, wo ich da war, das erste Mal an BMW gesehen, ohne diesen Nierengrill. Ja, und wer sich dafür interessiert, ich habe da auch ein Video gemacht, der ist auch in der Sightseeing-Playlist und in der Oldtimer-Playlist ist der, weil ich habe da zwei so Oldtimer-Videos, weil zum einen, manche Videos überschneiden sich, zum einen ist es natürlich ein Sightseeing-Video, weil es ein Museum ist, da habe ich in der Playlist die Sightseeing drin und auf der anderen Seite geht es ja um alte Autos, da habe ich es noch in der Oldtimer-Playliste mit drin, also könnt ihr da mal reinschauen. Und im Moment fahren wir hier an der Stadt vorbei mit den 3 O's. Die Karl-Marx-Stadt, ja, oder Chemnitz, wie es heute heißt, mit C vorne dran. Also da in der Nähe, wo ich wohne, da gibt es noch ein Chemnitz mit K. Und das ist da, wo immer dann einmal im Jahr so ein Bulldog-Treffen stattfindet. Und deshalb sage ich da immer Chemnitz mit K. Und wenn ich das hier meine, dann sage ich Karl-Marx-Stadt, damit es da keine Verwechslungen gibt. Und von dem Bulldog-Treffen habe ich natürlich auch Videos, die findet ihr auch in der Playlist Oldtimer. Und wenn ihr so Sachen mal sehen wollt, dann mache ich immer mal so alle paar Wochen mal so ein Video dazu, dann könnt ihr den Kanal mal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn euch so Fahrvideos interessieren, so wie heute, ne, wo ich einfach nur rumfahre und irgendwas erzähle oder manchmal auch halte meine Klappe und da sieht man nur Fahrvideos. Ja, das wäre auch in der Playliste dann in der Roadview zum Beispiel. Oder da gibt es noch eine Playliste 3 für den Tag. Oder ich habe noch Videos aus dem Thema Trucking, ja, wo ich auch mit einem großen Lastwagen mal unterwegs bin. Und einen Shopping-Vlog habe ich auch, weil ich bin ja viel normalerweise in dem Bereich Polen, Tschechei, Deutschland unterwegs und da habe ich mal verschiedene Märkte preislich verglichen, wo man billiger einkaufen kann, ob es sich lohnt, Tschechei oder Polen einzukaufen. Ne? Und jetzt habe ich es gerade gelesen, bis Görlitz sind es 170 Kilometer, also bis rüber zu mir sind es also so um die 185 oder so. Weil jetzt, jetzt hätte ich beinahe gesagt, jetzt zur Zeit ist ja da die Baustelle, aber nee, bis ihr den Video hier seht, ist das ja vorbei. Weil ich muss erst die anderen Videos noch machen. Ja, und jetzt muss ich mal kurz hier rüber spekulieren, dass ich rüber wechseln kann. Und Auerswalder Blick sind wir hier, werde sich hier die Strecke mal ausgehen. Und früher bin ich da mal oft lang gefahren. Da bin ich mindestens 2-mal im Monat die Strecke gefahren. Aber jetzt bin ich nicht mehr so. Das war also vielleicht noch 4-mal im Jahr oder so hier da in der Gegend rum. Ja, was gibt es da noch? Ja, Livestreams habe ich noch, das ist dann auch so wie jetzt, wo ich fahre und Quatsch dazu. Ne? Aber das ist dann tagsüber, das sieht man dann auch, wo ich rumfahre. Ne? Jetzt bin ich zu schnell hier. Ja, und jetzt beende ich das, weil ich kriege schon wieder einen Frosch in der Hals vor lauter Babbeln hier. Da wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, besser gesagt. Wir sind ja hier die Nachtspechte unterwegs. Und bis zum nächsten Mal schalten wir wieder rein, tut den Video liken und den Kanal abonnieren und dann bedanke mich und bis zum nächsten Mal und tschüss.